Fast alle Zahlen sind normal. Das ist eine von diesen Formulierungen, die für Nicht-Mathematiker auf den ersten Blick ziemlich dämlich aussehen. Wenn man die Mathematiker nicht generell für verschroben hält, dann fragt man sich zumindest, was der Satz bedeuten soll. Dass man ihn zunächst vielleicht nicht versteht, liegt daran, dass sowohl fast alle als auch normal Ausdrücke der mathematischen Fachsprache sind, die anders als in der Alltagssprache eine präzise Bedeutung haben. In diesem Video werde ich erklären, was diese beiden Fachbegriffe bedeuten. Normale Zahlen sind nämlich, obwohl es nicht so klingt, äußerst faszinierende Objekte. Und nachdem ich das erstmal informell erklärt habe, werde ich danach den Satz, der hier steht und der tatsächlich ein mathematisches Theorem ist, komplett beweisen. Mit einem Beweis, der sehr einfach und zugänglich ist und der meines Wissens in der hier gezeigten Form bisher nicht bekannt war. Was hat es mit diesen normalen Zahlen also auf sich? Es gibt eine Website namens mypiday.com, auf der man ein Datum, zum Beispiel den Geburtstag von Frank Zappa, eingeben kann und die einem dann anzeigt, wo in der Folge der Nachkommastellen von Pi dieses Datum zum ersten Mal vorkommt. Den Geburtstag von Zappa kann man also laut dieser Website innerhalb der ersten halben Million Nachkommastellen von Pi finden. Der Witz ist natürlich, dass die Macher von mypiday.com sich recht sicher zu sein scheinen, dass sie jedes Datum in der Ziffernfolge von Pi finden werden. Das liegt daran, dass man vermutet, bisher ohne Beweis, dass Pi normal ist. Wenn diese Vermutung stimmt, dann hat das noch ganz andere Konsequenzen. Sie können sich beispielsweise ein Musikstück auf Ihrem Rechner herausgreifen und sich die Bitfolge der Datei anzeigen lassen. Ist Pi wirklich normal, dann wird diese Bitfolge, also das Musikstück, irgendwo in den binären Nachkommastellen von Pi auftauchen. Und nebenbei bemerkt auch ein eleganter Beweis der Riemannschen Vermutung, wenn es denn einen gibt. Leider wird man dort dann auch die ganzen falschen Beweise finden, von denen mich regelmäßig einige per Mail erreichen. Ich habe im Titel dieser Folie eine URL zur Berechnung der binären Nachkommastellen von Pi angegeben, aber Sie sollten nicht zu optimistisch sein. Obwohl es nicht unwahrscheinlich ist, dass sich Ihr Lieblingssong oder Ihr Lieblingsbuch in den Nachkommastellen von Pi verbirgt, wird die Suche danach so lange dauern, dass Sie das Buch lieber ganz normal in einer Buchhandlung erwerben sollten. Das soll als informelle Erklärung des Begriffs normal erstmal reichen. Wir definieren das gleich noch genauer. Vorher aber noch zum Terminus technicus fast alle. Damit meint man in der Mathematik, es gibt zwar Ausnahmen, aber davon sind nur so wenige vorhanden, dass sie keine Rolle spielen. Je nach Kontext kann das unterschiedliche Dinge bedeuten. In unserem Fall ist es folgendermaßen gemeint. Wenn Sie sich ein Stück auf der Zahlengraden herausgreifen, wie zum Beispiel das Intervall von 0 bis 1, und wenn Sie dann mit einer unendlich feinen Nadelspitze zufällig eine Zahl aus diesem Intervall herauspieksen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine Zahl zu treffen, die nicht normal ist, 0%. Das heißt jedoch nicht, dass es solche Zahlen nicht gibt. Sie sind in diesem Sinne nur sehr selten. In der Wahrscheinlichkeitstheorie würde man sagen, dass es fast unmöglich ist, eine nicht normale Zahl zu treffen. Ich gebe zu, dass das keine so richtig tolle Erklärung ist, weil ich den seltsamen Fachbegriff fast alle mit Hilfe des seltsamen Fachbegriffs fast unmöglich erkläre und weil man ohne einen gewissen Hintergrund aus der Stochastik auch nicht richtig versteht, wie ein Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit 0% ist, nur fast unmöglich sein kann. Aber eine signifikant anschaulichere Erklärung kenne ich nicht. Um John von Neumann zu paraphrasieren, in der Mathematik muss man sich an gewisse Dinge einfach gewöhnen. Die ganze Sache wird aber hoffentlich klarer werden, wenn wir die Begriffe nun korrekt definieren und die Aussage dann wie versprochen auch beweisen. Wie üblich sage ich zuerst, was man schon wissen sollte, um den Rest des Videos zu verstehen. Das ist in diesem Fall wirklich nicht viel. Und natürlich ist es wie immer so, dass Sie alles, was Sie eventuell noch nicht wissen, in diesem Kanal irgendwo finden. Dazu gibt es diverse Links in der Videobeschreibung. Man braucht ein bisschen Kombinatorik. Konkret muss man wissen, wie man ausrechnet, wie viele Möglichkeiten es beispielsweise gibt, 6 von 49 Kugeln auszuwählen. Das wäre die Anzahl der möglichen Ergebnisse beim Lotto. Bei der Berechnung kommen Binomialkoeffizienten ins Spiel und das führt auf natürliche Weise zum sogenannten binomischen Lehrsatz, der eine Verallgemeinerung der aus der Schule bekannten binomischen Formel ist. Ein bisschen Analysis braucht man auch. Es reicht allerdings, wenn man schon mal was von Reihen, insbesondere von der geometrischen Reihe, gehört hat und wenn man die Basics des Ableitens beherrscht. Wir müssen hier nur ein paar Polynome differenzieren. Und Mengenlehre kommt vor. Man sollte mit den Grundlagen wie Vereinigung und Durchschnitt vertraut sein und auch keine Angst haben, mit unendlich vielen Mengen zu hantieren. Außerdem sollte man wissen, was abzählbare Mengen sind. Und schließlich sollte man wissen, wie die Stellenwertsysteme funktionieren, mit denen wir täglich hantieren. Hauptsächlich wird es heute um Nachkommastellen gehen.
Wenn Sie vorhin nicht zusammengezuckt sind, als ich von den binären Nachkommastellen von Pi sprach, dann sind Sie wahrscheinlich gewappnet für den Rest des Videos. Auch auf den folgenden Folien werde ich nicht immer so präzise wie in einer Mathevorlesung formulieren. Für den Fall, dass Sie es gerne noch etwas genauer hätten, gibt es in der Videobeschreibung einen Link zu einem Artikel, der dasselbe Thema behandelt wie das Video. Wir fangen an mit einem Minimum an Maßtheorie. Das ist ein Bereich der Mathematik, den ich nicht als bekannt voraussetze, und ich werde davon hier nur das Allernötigste entwickeln. Nämlich gerade so viel, dass wir sinnvoll mit dem Begriff fast alle arbeiten können. Für den Fall, dass Sie etwas mehr darüber wissen wollen, insbesondere auch über die Motivation und die damit verbundenen Schwierigkeiten, empfehle ich mein Video über Vitali-Mengen, in dem ich ausführlich auf das sogenannte Maßproblem eingehe. Wir arbeiten mit dem Lebesgue-Maß, das nach dem hier abgebildeten französischen Mathematiker Henri Lebesgue benannt ist. Wir werden dieses Maß nicht präzise definieren, sondern nur ein paar seiner wesentlichen Eigenschaften aufzählen, die zum Glück auch recht intuitiv sind. Die grundlegende Idee ist, dass man sich eine Menge a von reellen Zahlen nimmt und dieser ein Maß zuordnet, eine nicht negative reelle Zahl, für die man typischerweise Lambda von a schreibt. Diese Zahl soll dem entsprechen, was wir uns sinnvollerweise unter der Größe der Menge vorstellen würden. In dem erwähnten Video über Vitali-Mengen wird gezeigt, dass man nicht jeder Menge so ein Maß zuordnen kann. Das muss uns aber heute nicht kümmern. Man kann auf jeden Fall den Mengen, mit denen man es in der alltäglichen Arbeit zu tun hat und die man sich vorstellen kann, ein Maß zuordnen. Insbesondere bekommen Intervalle als Maß den Wert, den man auch als ihre Länge bezeichnen könnte, den Abstand ihrer beiden Endpunkte. Außerdem hat das Lebesgue-Maß die Eigenschaft der Additivität. Addiert man die Maße zweier disjunkter Mengen, so ergibt sich das Maß der Vereinigung der beiden Mengen. In der Skizze unten hat also die Vereinigung des grünen Intervalls mit dem orangen Intervall das Maß 4. Das ist natürlich eine sinnvolle Eigenschaft. Außerdem, auch das erscheint sinnvoll, ist das Maß von a nicht größer als das von b, wenn a eine Teilmenge von b ist. Tatsächlich folgt das unmittelbar aus der Additivität. Sie können ja mal kurz das Video anhalten und darüber nachdenken. Eine Sache, die Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist: Endliche Mengen müssen aufgrund der bisher genannten Eigenschaften das Maß 0 haben. Dass einzelne Zahlen das Maß 0 haben, folgt einerseits daraus, dass Mengen mit nur einem Element Intervalle der Länge 0 sind, und andererseits auch daraus, dass es für die Berechnung der Länge eines Intervalls keine Rolle spielt, ob die Endpunkte dazugehören oder nicht. Wegen der Additivität dürfen die Endpunkte also nichts zum Maß des Intervalls beitragen. Und wenn einzelne Punkte auf der Zahlengeraden das Maß 0 haben, dann folgt aus der Additivität auch, dass Mengen, die aus 2, 3 oder 42 Punkten bestehen, das Maß 0 haben müssen. Tatsächlich hat das Lebesgue-Maß aber noch eine Eigenschaft, die über die Additivität hinausgeht, nämlich die sogenannte Sigma-Additivität. Das ist einfach ausgedrückt die Additivität für abzählbar viele Mengen statt nur für endlich viele Mengen, wobei aus der Summe dann natürlich eine Reihe wird. Was das bedeutet, soll die Skizze unten verdeutlichen. Wir haben das blaue Intervall mit dem Maß 1, das orange mit dem Maß 1/2, das grüne mit dem Maß 1/4 und so weiter. Dargestellt sind hier nur 8 Intervalle, aber wir stellen uns vor, es seien unendlich viele, die direkt nebeneinander liegen, sich aber nicht überschneiden. Und jedes Intervall ist halb so breit wie das links daneben. Damit füllen wir das gesamte Intervall von 0 bis 2 aus, und daher sollte als Gesamtmaß auch 2 herauskommen. Da das Lebesgue-Maß Sigma-additiv ist, stimmt das auch. In der abgesetzten Gleichung ergibt sich links 2 als Maß der Vereinigung aller Intervalle und rechts ergibt sich 2 als Wert der geometrischen Reihe. Für den weiteren Verlauf sind aber hauptsächlich die Nullmengen relevant, also die, deren Maß 0 ist. Die kann man so wie hier dargestellt charakterisieren. Eine Menge b ist vom Maß 0 genau dann, wenn man zu jeder noch so kleinen Zahl Epsilon eine Folge von Intervallen findet, die b komplett überdecken und dabei ein Gesamtmaß von Epsilon nicht überschreiten. Auch das nehmen wir ohne Beweis mal so hin, aber auch das ist, denke ich, noch recht intuitiv. Die erste Eigenschaft, bei der man anfangs vielleicht etwas stutzt, ist die, dass jede abzählbare Menge, auch wenn sie aus unendlich vielen Punkten besteht, eine Nullmenge ist. Das gilt also beispielsweise auch für die Menge der rationalen Zahlen. Man kann sich das vielleicht etwas poetisch so vorstellen, dass die rationalen Zahlen wie feiner Staub die gesamte Zahlengerade bedecken, dass dieser Staub aber so leicht ist, dass man ihn nicht wiegen kann. Auf jeden Fall lässt sich die Aussage mit der obigen Charakterisierung ganz einfach begründen. Wenn wir eine abzählbare Menge von Zahlen haben, dann heißt das ja, dass wir eine Aufzählung dieser Menge in der Form a1, a2, a3 und so weiter angeben können. Ich habe hier mal die ersten 6 Elemente einer solchen Aufzählung dargestellt.
Nun machen wir etwas Ähnliches wie auf der letzten Folie. Wir legen um die erste Zahl ein Intervall herum, in diesem Fall das blaue. Um die zweite legen wir ein Intervall herum, hier das orange, das halb so lang wie das erste ist. Um die dritte kommt ein Intervall, auf der Folie grün, das halb so lang wie das zweite ist. Und so machen wir weiter. Wie man an A2 und A6 sieht, müssen die Intervalle auch nicht disjunkt sein. Alle Intervalle zusammen überdecken natürlich nach Konstruktion unsere abzählbare Menge und ihr Gesamtmaß kann man wieder mit Hilfe der geometrischen Reihe ausrechnen. Es ist die doppelte Länge des ersten Intervalls. Da wir aber das erste Intervall beliebig klein machen können, können wir auch das Gesamtmaß beliebig klein machen. Das war's schon. Und mit derselben Idee kann man auch diese Aussage hier beweisen, die wir im Zuge unserer Beschäftigung mit normalen Zahlen häufiger brauchen werden. Die Vereinigung von abzählbar vielen Nullmengen ist wieder eine Nullmenge. Ich sage dazu gar nichts weiter und schlage stattdessen vor, dass Sie das Video kurz anhalten und sich selbst einen Beweis überlegen. Der wird dem letzten sehr stark ähneln und auch mit der geometrischen Reihe arbeiten. Diese kleine Übung wird auch sicherstellen, dass Sie den Begriff der Nullmenge gut genug verstanden haben. Sie sollten aber nicht den Fehler machen, Nullmengen mit abzählbaren Mengen zu identifizieren. Ein berühmtes Beispiel für eine überabzählbare Nullmenge ist die Cantor-Menge. Heute wird sie keine Rolle spielen, aber vielleicht mache ich über die auch mal irgendwann ein Video. Und einige der Nullmengen, die wir heute noch kennenlernen werden, sind auch nicht abzählbar. Wir werden aber nun erstmal den bisher noch vagen Begriff fast alle festklopfen. Wenn wir eine Menge a mit positivem Maß haben und eine Eigenschaft, die Elemente von a haben oder nicht haben können, dann sagen wir, dass fast alle Elemente von a die Eigenschaft haben, wenn die Ausnahmemenge, die Menge der Zahlen, die die Eigenschaft nicht haben, eine Nullmenge ist. Ein Beispiel dafür haben wir gerade gesehen. Fast alle reellen Zahlen sind irrational, weil es nur abzählbar viele rationale Zahlen gibt. Von den irrationalen Zahlen sind wiederum fast alle transzendent, weil man auch die algebraischen Zahlen abzählen kann. Den Beweis dafür habe ich im Video über algebraische Zahlen schon mal vorgeführt. Und heute wollen wir beweisen, dass fast alle reellen Zahlen normal sind. Dafür müssen wir zunächst mal spezifizieren, was mit normal eigentlich genau gemeint ist. Uns interessieren die Stellen einer Zahl, wenn man sie in einem Stellenwertsystem hinschreibt. Auch wenn Sie noch nie das Wort Stellenwertsystem gehört haben, so benutzen Sie so etwas doch jeden Tag. Das Dezimalsystem, in dem wir Zahlen üblicherweise notieren, ist nämlich ein Beispiel für so ein System. Hier habe ich exemplarisch den Anfang der Zahl Pi aufgeschrieben und den einzelnen Stellen Namen gegeben. Die 4 heißt zum Beispiel Alpha 210, weil es die zweite Stelle hinter dem Komma ist. Und die 3 ganz links heißt Alpha 010, weil sie vor dem Komma steht. Warum steht dort überall die 10? Weil es die sogenannte Basis des Dezimalsystems ist. Dass die 4 an der zweiten Stelle hinter dem Komma steht, bedeutet, dass sie für 4 mal 10 hoch minus 2 steht. Und die 3 ganz links steht für 3 mal 10 hoch 0. Der Index am Alpha steht also für den Exponenten an der 10 mit einem Minus davor. Fußnote für die, die ganz genau aufpassen. Sie wissen wahrscheinlich, dass man manche Zahlen in Stellenwertsystemen auf mehr als eine Art schreiben kann. Damit unsere Darstellung später eindeutig ist, einigen wir uns darauf, bei solchen Zahlen immer die Variante zu nehmen, bei der am Ende unendlich viele Nullen folgen. Wir machen das vorsichtshalber, aber Sie werden bald sehen, dass diese Anmerkung für unser Thema eigentlich irrelevant ist. Allerdings gibt es nicht nur das Zehnersystem. Man kann jede natürliche Zahl ab 2 als Basis eines Stellenwertsystems nehmen. Hier habe ich den Anfang von Pi nochmal aufgeschrieben, allerdings im Zweiersystem, das man auch Binärsystem nennt. Nun haben wir 2 Stellen vor dem Komma, die erste Nachkommastelle ist 0 und so weiter. Uns werden aber jetzt im Wesentlichen nur noch die Nachkommastellen interessieren, darum habe ich den Teil vor dem Komma ausgeblendet. Wir sehen gleich, dass es um die Grenzwerte von Ziffernhäufigkeiten gehen wird und bei Grenzwerten spielen endlich viele Ziffern vor dem Komma gegenüber unendlich vielen Ziffern hinter dem Komma keine Rolle. Wir werden in Zukunft die Schreibweise PBN Alpha R verwenden, mit der wir zählen, wie oft in der Darstellung zur Basis R die Ziffer B unter den ersten n Nachkommastellen von Alpha vorkommt. Puh. Das wirkt durch die vielen Indizes auf den ersten Blick vielleicht etwas abschreckend, aber anhand des gezeigten Beispiels wird hoffentlich deutlich, wie das gemeint ist. P3 50 Pi 10 zählt, wie oft unter den ersten 50 Nachkommastellen von Pi im Zehnersystem die Ziffer 3 vorkommt. In diesem Fall ist die Antwort 8, wobei wir die 3 vor dem Komma vereinbarungsgemäß nicht mitzählen. Uns wird hauptsächlich die relative Häufigkeit interessieren, das heißt, wir dividieren den gerade definierten Zählwert noch durch n. In unserem Fall ergibt sich 8 durch 50.
16% der ersten 50 Ziffern sind Dreien. Wären alle Ziffern gleich häufig vertreten, dann wären 10% herausgekommen, weil es im Dezimalsystem 10 verschiedene Ziffern gibt. Und diese Überlegung führt direkt zu unserer ersten Definition. Wir nennen eine Zahl einfach normal zu einer bestimmten Basis r, wenn jede der r möglichen Ziffern langfristig mit derselben Häufigkeit auftritt. Präziser, wenn für jede Ziffer die relative Häufigkeit von der letzten Folie gegen 1 durch r geht, wenn n immer größer wird. Nehmen wir als Beispiel die Zahl 1/3. Im Binärsystem ist das 0, Periode 01. Man sieht sofort, dass die 1 und die 0 hier völlig gleichberechtigt sind. Beide Ziffern kommen mit der relativen Häufigkeit 1/2 vor. 1/3 ist also einfach normal zur Basis 2. Schreiben wir dieselbe Zahl im Zehnersystem auf, dann ist sie jedoch nicht mehr einfach normal. Die Ziffer 3 kommt mit der relativen Häufigkeit 1 vor, die anderen 9 Ziffern gar nicht. Es hätten aber alle mit der relativen Häufigkeit 1/10 auftreten sollen. Sie können sich als Übung mal überlegen, ob Ihnen eine Zahl einfällt, die einfach normal zur Basis 10 ist. Einfache Normalität ist aber nur ein Hilfsbegriff und für sich genommen noch nicht so interessant. Wir definieren nun, was mit Normalität zu einer bestimmten Basis gemeint ist. Weil wir uns später damit Arbeit sparen, machen wir das etwas umständlich. Es wird aber gleich klar werden, wie das gemeint ist. Wir nennen nämlich eine Zahl Alpha normal zur Basis r, wenn sie einfach normal zu den Basen r, r², r hoch 3 und so weiter ist und das nicht nur für Alpha selbst, sondern auch noch für r mal Alpha, r² mal Alpha, r hoch 3 mal Alpha etc. gilt. Schauen wir uns als Beispiel nochmal die Zahl 1/3 im Binärsystem an. Zwar kommen 1 und 0 dort gleich häufig vor, aber wir sind damit noch nicht zufrieden, weil zwar unendlich oft das Ziffernpaar 01, aber niemals das Ziffernpaar 00 zu sehen ist. Ebenso kann man beliebig oft 1,0, aber nie 1,1 entdecken. Um das deutlich zu machen, setzen wir in der obigen Definition n gleich 2 und kommen dadurch auf die Basis 2 hoch 2 gleich 4 statt 2. Außerdem setzen wir m gleich 3 und erhalten so den Vorfaktor 2 hoch 3 gleich 8. Die Zahl 8 mal 1/3 ist aber, wie man sieht, nicht einfach normal zur neuen Basis 4. 1/3 ist also einfach normal, aber nicht normal zur Basis 2. Wahrscheinlich ist vielen Zuschauern schon auf der letzten Folie klar geworden, worauf die Definition hinausläuft. Das steht hier nochmal explizit aufgeschrieben. Wenn eine Zahl nach unserer Definition normal zur Basis r ist, dann kommt in der unendlichen Folge von Nachkommastellen dieser Zahl jede endliche Ziffernfolge langfristig mit der relativen Häufigkeit vor, die ihrer Länge entspricht. Genauer, bei r möglichen Ziffern gibt es r hoch k verschiedene Ziffernfolgen der Länge k, also müssen die alle im Grenzwert mit der relativen Häufigkeit 1 durch r hoch k vorkommen. Das, was hier steht, wird häufig als Definition von normal verwendet und es ist auch zu unserer Definition äquivalent. Aber die eine Richtung der Äquivalenz ist nur mit einem gewissen technischen Aufwand zu beweisen, den ich uns für dieses Video ersparen wollte. Die Richtung, die hier steht, ist aber einfach und ich begründe die Aussage auch gleich noch, aber erstmal gibt es ein Beispiel. Dafür habe ich hier die ersten 50 Nachkommastellen irgendeiner Fantasiezahl im Binärsystem hingeschrieben. Schauen wir uns exemplarisch an, wie oft die Ziffernfolge 101 vorkommt. Das ist insgesamt 9 Mal der Fall. Die Pfeile zeigen jeweils auf den Anfang einer solchen Folge. Beachten Sie, dass die Folge, die an der 10. Stelle beginnt, sich mit der überschneidet, die an der 12. beginnt. Das macht nichts, wir zählen trotzdem beide. Weiter hinten bei der 32. und 34. Stelle passiert das erneut. Da es 2 hoch 3, also 8 verschiedene Folgen von 3 Binärziffern gibt, müsste im Mittel jede mit der relativen Häufigkeit 1/8 auftreten. Bei 50 Stellen würde das 6,25 entsprechen. Im gewissen Sinne kommt 101 hier also zu oft vor. Für den Grenzwert spielt das natürlich nicht unbedingt eine Rolle. Hier geht es zunächst nur darum, was mit den Begriffen überhaupt gemeint ist. Noch ein Beispiel. Die Folge 1011 aus 4 Ziffern kommt 4 Mal vor. Auch hier wieder mit Überlappung. Da es 2 hoch 4 verschiedene Sequenzen dieser Länge gibt, würden wir bei gleichmäßiger Verteilung 3,125 Vorkommen erwarten. Aber es kann natürlich im konkreten Fall immer nur eine ganze Zahl herauskommen. Die Folge 0000 aus 4 Nullen kommt unter den ersten 50 Nachkommastellen gar nicht vor. Auch das muss für den Grenzwert noch nichts bedeuten, aber zumindest am Anfang sieht es für diese Sequenz nicht so gut aus. Aber ich wollte noch begründen, warum dieses Lemma gilt, warum man also aus unserer Definition der Normalität folgern kann, dass tatsächlich jede Sequenz von Ziffern im Grenzwert mit der richtigen relativen Häufigkeit vorkommt. Ich werde keinen formalen Beweis dafür vorführen, weil das wohl eher verwirrend wäre,
sondern ich werde an einem einfachen Beispiel zeigen, was die Grundidee ist. Wenn Sie wollen, können Sie sich daraus selbst dann einen richtigen Beweis zimmern. Das Beispiel, von dem ich ausgehe, soll eine Zahl Alpha sein, die nach unserer Definition normal zur Basis r gleich 2 ist. Von der habe ich hier mal ihren fiktiven Anfang aufgeschrieben. Wir wollen uns jetzt exemplarisch überlegen, woran es liegt, dass die Zeichenkette 1, 1 mit der richtigen relativen Häufigkeit vorkommt. Weil die Zeichenkette aus 2 Ziffern besteht, stellen wir Alpha zunächst zur Basis r hoch 2 dar. Bezüglich dieser Basis muss Alpha einfach normal sein. Das bedeutet insbesondere, dass die Ziffer 3 in einer bestimmten Anzahl auftreten muss, wenn wir ein genügend großes Anfangsstück von Alpha betrachten. Aber der Ziffer 3 entspricht in der ursprünglichen Basis r die Ziffernfolge 1, 1, um die es uns geht. Allerdings sind wir noch nicht fertig. Wenn Sie nachrechnen, werden Sie feststellen, dass wir bisher nur halb so viele 1-1-Sequenzen gefunden haben, wie wir brauchen. Darum multiplizieren wir Alpha im nächsten Schritt mit r hoch 1. Das entspricht einer Verschiebung der Nachkommastellen um eine Ziffer nach links. Und diese verschobene Zahl schauen wir uns nun wieder zur Basis r² an. Auch hier finden wir in genügend großen Anfangsstücken eine adäquate Anzahl von 3. Und die entsprechen wiederum 1-1-Sequenzen, wenn wir das Ganze wieder in der ursprünglichen Basis anschauen. Der Trick dabei ist, dass wir jetzt andere 1-1-Sequenzen als vorher sehen, weil ja alles verschoben wurde. Die Anzahl der auf diese Art gefundenen Sequenzen hat sich also tatsächlich ungefähr verdoppelt. Und wenn Sie jetzt nachrechnen, werden Sie sehen, dass es hinkommt. Wie gesagt, das ist kein vollständiger Beweis, aber der Rest ist eigentlich nur noch Epsilontik und Indexschieberei und das überlasse ich gerne Ihnen, wenn Sie wollen. Wir können nun aber endgültig definieren, wann man eine Zahl normal nennt, nämlich dann, wenn sie normal zu jeder möglichen Basis ist. Der Unterschied zum vorherigen Begriff normal wird eigentlich dadurch klar, dass man hier nicht mehr Bezug auf eine bestimmte Basis nimmt. Manchmal sagt man der Deutlichkeit halber aber auch absolut normal zu solchen Zahlen. Was kann man nun über normale Zahlen sagen? Rationale Zahlen sind auf jeden Fall nicht normal. Die sind nicht mal normal zu einer festen Basis, denn bei rationalen Zahlen gibt es in den Nachkommastellen ja garantiert periodische Wiederholungen und das ist so ziemlich das Gegenteil von Normalität. Verbleiben also die irrationalen Zahlen, aber obwohl es den Begriff der normalen Zahlen schon seit über einem Jahrhundert gibt, kann man keine normalen Zahlen explizit angeben. Dass Zahlen wie Pi oder e, mit denen wir es täglich zu tun haben, normal sind, wird zwar vermutet, aber ob sie es wirklich sind, ist seit langer Zeit eine der großen offenen Fragen der Mathematik. Man weiß noch nicht mal, ob sie einfach normal zu irgendeiner Basis sind. Umso erstaunlicher ist es, dass normale Zahlen der Normalfall sind. Die Zahlen, die nicht normal sind, sind die große Ausnahme. Das ist die Aussage, die dem Video seinen Titel gegeben hat. Fast alle reellen Zahlen sind normal. Dieses Theorem wird im Allgemeinen dem Franzosen Émile Borel zugeschrieben, der 1909 den Begriff der normalen Zahlen einführte und den Satz auch bewies. Ich habe Borels Originalbeweis nicht gelesen, dafür ist mein Französisch nicht gut genug, aber einige Experten halten ihn inzwischen für unheilbar fehlerhaft und offenbar war Borel selbst mit ihm auch nicht zufrieden. Inzwischen gibt es aber eine ganze Reihe von Beweisen, die nicht fehlerhaft sind und die ganz unterschiedliche Methoden verwenden. Einige von denen fahren recht schwere Geschütze auf, während andere als elementar gelten. Mir scheint jedoch, dass ein besonders einfacher Beweis in Vergessenheit geraten ist bzw. nie richtig gewürdigt wurde. Um den soll es jetzt gehen. Ein paar Jahre nach Borels Arbeit veröffentlichte nämlich der deutsche Mathematiker Felix Hausdorff ein einflussreiches Buch mit dem Titel Grundzüge der Mengenlehre, das die erste umfassende Einführung in die damals noch junge Mengenlehre war und in dem sich Hausdorff auch exemplarisch mit Themen wie Topologie und Maßtheorie beschäftigte, die man damals noch als Teilgebiete der Mengenlehre ansah. Quasi nebenbei und ohne Begriffe wie normal überhaupt zu definieren, bewies Hausdorff sehr elegant, dass fast alle reellen Zahlen einfach normal zur Basis 2 sind. Abschließend schrieb er dann nur noch, es sei evident, dass das auch für andere Basen gelten würde, gab aber keinen Hinweis darauf, wie das gemeint sein könnte. In späteren Auflagen des Buches habe ich den Beweis gar nicht mehr gefunden. Ich habe den Beweis eher zufällig bei Vorbereitungen für ein Video über normale Zahlen gelesen und fand es zunächst alles andere als evident, dass man ihn verallgemeinern könnte. Dass es tatsächlich geht, ist mir erst nach diversen Fehlversuchen aufgegangen. Und mein Verdacht ist, dass das bisher niemand versucht hat. Jedenfalls finde ich alle anderen Beweise des Satzes von Borel, auch die als elementar gelten, weniger elegant und einfach. Darum führe ich nun Hausdorffs Beweis vor, den ich für beliebige Basen verallgemeinert habe und zeige dann, dass Borels Satz daraus folgt.
Wie üblich arbeite ich zumindest teilweise mit Beispielen. Wir konzentrieren uns in den folgenden Schritten grundsätzlich auf das Intervall von 0 bis 1, weil uns ja ohnehin nur die Nachkommastellen interessieren. Außerdem nehme ich hier die relativ kleine Basis 3, weil es sonst mit der Visualisierung schwierig wird. Wir fragen uns, wie viele Zahlen zu dieser Basis genau 2 Nullen unter den ersten 4 Ziffern haben. Präziser formuliert wollen wir nicht wissen, wie viele es sind, sondern welches Maß die Menge dieser Zahlen hat. Übrigens spielt es keine Rolle, dass wir gerade die Ziffer 0 ausgewählt haben. Es würde mit jeder anderen Ziffer ebenso laufen. Zunächst mal teilt man im Dreiersystem durch die erste Nachkommastelle das Intervall in 3 Teile der Länge 1/3 auf. Im ersten Drittel fangen alle Zahlen mit 0 an, im zweiten mit 1, im dritten mit 2. Jedes von diesen kann man nun wieder in 3 Teile aufteilen, sodass man 9 Intervalle der Breite 1/9 erhält, also 1 geteilt durch 3 zum Quadrat. Beispielsweise fangen alle Zahlen im vierten Intervall von links und nur die mit der Ziffernfolge 1,0 an. Für 3 Anfangsziffern kommen wir schon auf 27, also 3 hoch 3 Möglichkeiten. Damit das noch auf die Folie passt, habe ich 0, am Anfang und Punkt am Ende weggelassen. Man kann aber offenbar als leicht zu erkennende Regel festhalten, alle Zahlen, die mit einer vorgegebenen Folge von n Ziffern nach dem Komma anfangen, liegen in einem Intervall der Breite 1 durch r hoch n, wenn r die Basis ist. Und hier sind nun alle Intervalle markiert, in denen unter den ersten 4 Nachkommastellen genau 2 Nullen sind. Aus Platzgründen sind nur noch ein paar mit Zahlen versehen. Es sind insgesamt 24 Stück. Sehen Sie, warum das gerade 24 sind? Das ist eine kombinatorische Frage. Vielleicht mal kurz das Video anhalten und nachdenken. Es gibt 4 über 2 Möglichkeiten, 2 der 4 ersten Nachkommapositionen auszuwählen. Und für die restlichen 4 minus 2 Plätze, die nicht an die Nullen vergeben wurden, gibt es jeweils 3 minus 1 Möglichkeiten, dort eine andere Ziffer, nämlich 1 oder 2, einzutragen. Multiplizieren wir diese Zahl mit der eben ermittelten Breite der einzelnen Intervalle, dann erhalten wir das Maß der orangen Menge, das hier steht. Und das lässt sich natürlich auch allgemeiner aufschreiben. Wenn wir vorgeben, dass eine bestimmte Ziffer unter den ersten n Stellen genau p mal vorkommen soll, dann hat die Menge der Zahlen, die diese Vorgabe erfüllen, das Maß, das hier steht. Wir haben nur 3 durch r ersetzt, 4 durch n und 2 durch p. Unser Ziel ist ja zu zeigen, dass die Menge der Zahlen, die nicht normal sind, eine Nullmenge ist. Wir werden uns dem schrittweise annähern und fangen erstmal mit den Zahlen an, die nicht einfach normal zu einer festen Basis r sind. Wir gehen sogar noch kleinteiliger vor und greifen uns eine feste Ziffer b dieser Basis heraus. Die soll quasi aus der Reihe tanzen und die einfache Normalität verhindern. Das bedeutet, dass der Grenzwert der relativen Häufigkeit ihres Vorkommens in den Nachkommastellen nicht gegen 1 durch r geht. Und das muss sich in entsprechenden Abweichungen in endlichen Anfangsstücken äußern. Darum wählen wir eine positive Zahl Epsilon als Minimalabweichung und spendieren den Namen MBNY für die Menge der Zahlen aus dem Intervall 0,1, bei denen die relative Häufigkeit der Ziffer b unter den ersten n Nachkommastellen um mindestens Epsilon von 1 durch r abweicht. Das Maß dieser Menge können wir mit Hilfe der Formel von der letzten Folie ausrechnen. Wir müssen nur über alle p summieren, die die genannte Bedingung erfüllen. Dieses Maß wollen wir nun abschätzen. Und da wird es nun ein bisschen technisch. Die folgenden Schritte sind nicht schwer zu verstehen, aber sie bedeuten Rechenarbeit. Nach meiner Meinung kann man das auf 2 Arten konsumieren. Entweder greift man sich Bleistift und Papier, hält das Video immer mal wieder an und rechnet mit. Oder man stellt, wie Burkhard Polster sagen würde, den Algebra-Autopiloten an und lässt sich das von mir einfach vorsingen. Wie auch immer Sie das halten wollen, ich fange jedenfalls jetzt mal an. Wir fixieren positive ganze Zahlen s und n und schreiben die Summe hin, die hier steht. Die interpretieren wir als Funktion von x und y und nennen diese Funktion f0. Dann definieren wir rekursiv f1, f2 und so weiter. Falls Ihnen die seltsamen Zeichen nicht sagen, das sind partielle Ableitungen. Aber die müssen Sie gar nicht kennen. Der linke Summand ist so gemeint, dass Sie im Ausdruck fkxy die Variable y temporär als Konstante ansehen und dann nach x ableiten. Entsprechend stellen Sie sich rechts x als Konstante vor und leiten nach y ab. Dann wird links mit x und rechts mit y multipliziert und subtrahiert. Dafür muss man nur Polynome ableiten können und sich nicht von den Vorfaktoren ablenken lassen, die beim Differenzieren ja keine Rolle spielen. Machen Sie es ruhig mal. Wenn man sich nicht verrechnet, dann sieht man sehr schnell, dass der Ausdruck eigentlich immer gleich bleibt und nur in jedem Schritt derselbe Faktor auf die einzelnen Summanden aufmultipliziert wird. Halten Sie das auch aus? Leider steht uns die ärgste Rechenarbeit noch bevor. Ihnen ist vielleicht schon aufgefallen, dass die Summe, mit der wir angefangen haben, die aus dem binomischen Lehrsatz ist.
Wir können also f0 auch so hinschreiben wie hier. Wenn Sie sowohl fleißig als auch tapfer sind und das Differenzieren üben wollen, dann rechnen Sie jetzt nochmal f4 aus, aber mit Hilfe des Ausdrucks rechts. Ich habe das auch gemacht, obwohl ich weder fleißig noch tapfer bin und will Ihnen lieber nicht sagen, wie oft ich mich dabei verrechnet habe. Aber man kann natürlich auch ein Computeralgebrasystem dafür nehmen. Wir leben ja nicht mehr in Hausdorffs Zeiten. Es kommt jedenfalls dieser hässliche Ausdruck hier heraus. Jetzt machen wir jedoch eine geschickte Substitution. Wir schreiben r für s plus 1 und setzen für x und y die Werte ein, die hier stehen. Dann wird s mal x hoch s minus y 0 und die beiden ersten Summanden von q verschwinden. Durch weiteres tapferes Rechnen oder erneutes Konsultieren des Computeralgebrasystems vereinfacht man den Restausdruck und bekommt das, was in der letzten Zeile steht. Und die ganze Arbeit hat sich auch wirklich gelohnt. Erstens haben wir nun einen Ausdruck, der nur noch von r und n abhängt, und zweitens ist er für festes r offensichtlich ein Polynom zweiten Grades in n. Das bedeutet bekanntlich, dass wir den ganzen Term für festgehaltenes r durch cn² nach oben abschätzen können, wobei c dann eine Konstante ist. Jetzt fassen wir die beiden letzten Folien, also die beiden unterschiedlichen Darstellungen von f4, zusammen. In der Mitte steht die Summe, die am Ende der vorletzten Folie stand, und rechts daneben die Abschätzung von eben. Ganz links steht, was man erhält, wenn man die Substitutionen von der letzten Folie vornimmt. Das sieht schon sehr nach dem Maß aus, um das es uns ja eigentlich ging und auf das wir gleich zurückkommen werden. Vorher dividieren wir aber links und rechts noch durch r hoch 4 n hoch 4. Das ist jetzt die Abschätzung, die wir eigentlich brauchen. Ich habe vorsichtshalber nochmal hingeschrieben, dass d bezüglich n nach wie vor eine Konstante ist. d ist ja einfach c geteilt durch r hoch 4. Diese Ungleichung mag technisch und eher unscheinbar aussehen, aber sie ist der eigentliche Knackpunkt der folgenden Argumentation. Wir kehren nämlich nun genau zu der Stelle von vorhin zurück. Wir waren dabei, über das Maß der Menge MB_n_ zu sprechen. Das multiplizieren wir nun mit ε hoch 4 und ziehen den Faktor in die Summe. Und nach der Definition dieser Summe können wir ε hoch 4 jeweils nach oben abschätzen. Aber da steht nun genau das, was wir gerade gemacht haben. Das heißt, wir können durch d durch n² nochmal nach oben abschätzen. Teilen wir nun auf beiden Seiten wieder durch ε hoch 4, so ergibt sich diese Abschätzung für das besagte Maß. Entscheidend ist dabei, dass das Maß höchstens von der Ordnung 1 durch n² ist, wenn wir außer n alle anderen Werte fixieren. Das nutzen wir nun aus. Zur Erinnerung, die Idee war, dass die Ziffer b sozusagen aus der Reihe tanzt und die Bedingung für den Grenzwert der relativen Häufigkeit verletzt. Damit sie das wirklich tut, muss das aber nicht nur für ein n, sondern für unendlich viele n der Fall sein. Die Menge der Zahlen, für die das geschieht, nennen wir MB_. Eine Zahl Alpha ist also ein Element dieser Menge, wenn es für jedes m ein mindestens so großes n gibt, sodass Alpha in MB_n_ liegt. Das habe ich hier nochmal mengentheoretisch aufgeschrieben. In der unteren Zeile steht der Teil, der es gibt ein n ausdrückt, und in der Zeile drüber der zu für alle m gehört. Die untere Zeile gibt uns eine Abschätzung für das Maß einer der Mengen von der Form SB_m_. Die erste Ungleichung folgt aus der Sigma-Additivität des Lebesgue-Maßes und die zweite ist die von der letzten Folie. Jetzt schauen Sie sich mal scharf die Reihe rechts an. Kennen Sie die? Jawohl, das ist die geometrische Reihe, von der wir wissen, dass sie konvergiert. Genauer, es handelt sich um ein Endstück dieser Reihe, das bei m anfängt. Wegen der Konvergenz wird dieses Endstück aber beliebig klein, wenn m groß genug gewählt wird. Und weil MB_, im Durchschnitt aller SB_m_ liegt, muss es eine Nullmenge sein. Das rechtfertigt die Überschrift der Folie. Es gibt im Sinne des Lebesgue-Maßes nur sehr wenige Zahlen, für die die Ziffer b um ε oder mehr aus der Reihe tanzt. Nun haben wir das Schlimmste hinter uns. Tatsächlich ist der ganze Rest aus Sicht der Maßtheorie nur noch Routine, weil wir einfach immer wieder das Lemma über Nullmengen vom Anfang anwenden werden, das ich hier zur Erinnerung nochmal hervorgekramt habe. Die Vereinigung abzählbar vieler Nullmengen ist wieder eine Nullmenge. Im ersten Schritt vervollständigen wir den Beweis, dass fast alle Zahlen einfach normal zu unserer vorgegebenen Basis r sind. Wir erinnern uns, dass einfache Normalität bedeutet, dass der Grenzwert der relativen Häufigkeiten für alle Ziffern 1 durch r ist. Wenn eine Zahl Alpha also nicht einfach normal ist, dann muss für mindestens eine Ziffer b dieser Grenzwert entweder nicht existieren oder jedenfalls nicht 1 durch r sein. Anders ausgedrückt, es gibt ein positives ε, eventuell sehr klein, sodass für unendlich viele n die relative Häufigkeit von b unter den ersten n Nachkommastellen um mindestens ε von 1 durch r abweicht.
Das war genau in unseren Mengen MB kodiert. Wir können nun alle Zahlen, bei denen die einfache Normalität sozusagen an b scheitert, zu einer Menge MB zusammenfassen und sie so darstellen wie hier. Denn es reicht natürlich, sich auf Mengen der Form 1 durch k zu beschränken. Ist die Abweichung mindestens Epsilon, dann ist sie erst recht 1 durch k, wenn k groß genug ist. Aber wir wissen bereits, dass die Mengen MB 1 durch k alle Nullmengen sind und damit ist MB als abzählbare Vereinigung von Nullmengen ebenfalls eine Nullmenge. Ist nun eine Zahl aus dem Intervall 0, 1 nicht einfach normal zur Basis r, so liegt es an mindestens einer der Ziffern 0 bis r minus 1, aber für jede von diesen Ziffern ist die zugehörige Menge, über die wir gerade gesprochen haben, eine Nullmenge. Also sind alle zusammen immer noch eine Nullmenge. Wir wenden das eben gezeigte Lemma schon wieder an, diesmal für endlich viele Mengen. Und damit haben wir gezeigt, dass fast alle Zahlen einfach normal zur Basis r sind, wobei r ja anfangs beliebig gewählt war. Fußnote: Wir können die Einschränkung auf das Intervall 0, 1 an dieser Stelle auch wieder aufgeben, wenn wir wollen. Betrachten wir stattdessen ein anderes Intervall zwischen zwei benachbarten ganzen Zahlen, so ändern sich ja nur die Stellen vor dem Komma. Und wir hatten uns bereits überlegt, dass die irrelevant sind. Da sich die Menge der reellen Zahlen aus abzählbar vielen Intervallen dieser Art zusammensetzen lässt, ist tatsächlich die Menge aller Zahlen, die nicht einfach normal zu einer vorgegebenen Basis sind, eine Nullmenge. Das ist die dritte Anwendung des Lemmas über die abzählbare Vereinigung auf dieser Folie. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir gehen nun über von der einfachen Normalität zur Normalität. Da ging es unter anderem um die Multiplikation mit Faktoren der Form r hoch m. Dazu schauen wir uns wieder ein Beispiel mit der Basis r gleich 3 an. Wir haben das Intervall 0, 1 und wenn wir mit r², also mit 9 mal nehmen, dann wird daraus das Intervall 0, 9. Ich habe in der Skizze exemplarisch ein paar Zahlen im ursprünglichen Intervall angedeutet. Durch die Multiplikation werden die quasi auseinandergezogen. Im Endeffekt landen sie aber alle wieder in solchen Intervallen der Länge 1, über die wir gerade gesprochen haben. Und in jedem dieser 9 Intervalle gibt es nur eine Nullmenge von Zahlen, die nicht einfach normal zur Basis r sind. Also gibt es insgesamt im Intervall 0, 9 nur eine Nullmenge von solchen Ausnahmen. Das bedeutet, dass von den Zahlen aus dem Intervall 0, 1 durch die Multiplikation auch nur eine Nullmenge zu Zahlen wird, die nicht einfach normal zur Basis r sind. Das, was ich gerade an einem Beispiel illustriert habe, lässt sich natürlich auf jede Basis r und jeden Faktor r hoch m übertragen. Und Sie ahnten es schon, wir fassen die Ausnahmefälle alle zusammen, indem wir erneut das Lemma über abzählbare Vereinigungen anwenden. Inzwischen komme ich mit dem Abzählen gar nicht mehr mit. Wie oft haben wir das Lemma jetzt schon angewendet? Auf jeden Fall nicht zum letzten Mal, denn das, was wir eben zur Basis r gemacht haben, machen wir auch für die Potenzen dieser Basis. Davon gibt es abzählbar viele und voilà, wir können aus dem Satz von der letzten Folie das Wörtchen einfach streichen. Zu einer vorgegebenen Basis sind sogar fast alle Zahlen normal. Und wie sieht der letzte Schritt aus? Genau, wir wenden unser Lieblingslemma zum letzten Mal an, diesmal auf alle Basen der Reihe nach. Und damit ist der Satz nun wirklich in voller Pracht bewiesen. Nach wie vor kennen wir keine einzige normale Zahl, aber wir können uns sicher sein, dass fast alle Zahlen normal sind. Und vielleicht finden Sie ja irgendwann mal eine normale Zahl.